Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti und dem kurzen Recap Shakes and Fidget Stream, den offiziellen und auch natürlich wieder bevor ich irgendwie in den Dungeon gehe, mal so eine Art Review über die Pläne und Ziele eures legendären Dungeons und was für ein Feedback ihr gebt. Machen wir erstmal da kurz das Recap zum Stream. Also, ich konnte ihn halt natürlich nicht live sehen, ne, ist klar. Wir waren auf Arbeit, dann auch Weihnachtsfeier. Ich habe mir das VOD jetzt angeguckt. Das Schöne am VOD ist, dass man Sachen, die man jetzt nicht sehen will, halt auch wegspulen kann, ja. Aber, ja, was soll ich sagen? Eindruck vom Stream, Melli macht es wie immer top. Also, da kann man gar nichts sagen. Der Thorsten und der Jörg waren dabei, was ich auch nicht schlecht fand. Die haben auch das ganze Team gezeigt. Überhaupt war die Stimmung oder so auch das Miteinander recht gut. Es wurde vor allen Dingen auch ein bisschen ja, so ein bisschen rekapituliert, ein paar Beispiele mal gezeigt, was ich richtig gut fand, wie so die Arbeit aussah, was man reinstecken musste, jetzt auch in den legendären Dungeon. Dass es im Prinzip wirklich, ja, mit Abschluss des alten legendären Dungeons immer irgendwie auch schon daran gearbeitet wurde, was ja an sich auch stimmt. Das Feedback wurde ja relativ schnell auch zumindest katalogisiert und ja, das fand ich echt nice. Also ich habe ja immer wieder gesagt, so ein bisschen Transparenz reinbringen in die ganze Geschichte ist super. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute sich dafür tatsächlich auch interessieren, aber ich interessiere mich dafür eigentlich immer sehr. Und darauf kann man halt auch irgendwie aufbauen. Beziehungsweise da weiß man halt auch, ja, damit sind die Betreiber halt einfach auch nahbarer und sympathisch. Ja, also das fand ich echt cool. Also ich habe mir da sehr viel angehört, fand das prinzipiell sehr gut. Ähm, Es wurde auch sich für den Speed-Server entschuldigt, nochmal, was ich auch nicht schlecht fand. Es wäre nicht notwendig gewesen. Also hatten jetzt keinen Druck, ne, seitens des Chats oder irgendwie. Aber das Thema zumindest anzusprechen, auch wenn jetzt das eher natürlich allgemein formuliert ist, trotzdem war das echt eine super Sache. Ähm, und es würden auch so ein bisschen in die Zukunft, ja, so ein bisschen in die Zukunft rein interpretiert. Anders aber als zum Beispiel bei der ersten oder bei der letzten Show war das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo Features angekündigt wurden direkt und auch relativ zeitnah. Das wurde jetzt anders formuliert. Es wurde formuliert, dass ein Update geplant ist für die Gilden, was zumindest ja auch schon mal intern oder auch unter den YouTubern immer mal Thema war. Ich denke, dass es auch im Forum dazu was gibt. Da ging es um eine Art Gilden-Event. Es wurden ja neue Events angekündigt. Jetzt die Frage ist, ob das nur Event-Kombinationen sind, wie es der Domnark geschrieben hat. Ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise ich habe aber auch keine Quelle. Jetzt wurde das Thema Gilde nochmal da in den Raum gebracht und man hofft, dass man das im ersten Quartal halt schafft. Ich meine, das klingt besser, als wenn man sagt, im nächsten Monat neue Features, ja. Dementsprechend mal gucken. Wäre ja nicht schlecht. Ich meine, für die Gilden etwas zu bringen, ist natürlich sicherlich richtig. Wir haben viele inaktive Gilden auf vielen Servern, was aber auch wiederum bedeutet, auf fast jedem Server gibt es auch noch aktive Gilden. Es gibt ja auch die Hall of Fame. Ähm, ja, also da werden auf jeden Fall Gilden davon profitieren, wenn man halt auch irgendwie ein Event da reinbringt, was nochmal ein bisschen die Spieler, also für mich persönlich ist nicht gut, weil ich viel Zeit habe, aber allgemein ganz gut, dass die Gilden nochmal Ziele bekommen, dass Spieler innerhalb der Gilden vielleicht auch nochmal einen Grund mehr haben, da auch reinzugucken in die Gilde, mit der Gilde zu interagieren. Man weiß ja nicht, was das jetzt für ein Event ist. Und Gilden-Event klingt zumindest so, dass es jetzt nie krass Pay to Win ist. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da irgendwie ein Event reinpacken, was mega pilzintensiv ist. Ich meine, das Guild Pet, ja, da muss man auch mal 2 Pilze opfern, aber das ist ja was Langfristiges und ja, also ich hoffe natürlich auch, dass der Reward vielleicht ein bisschen besser ist als zum Beispiel vom Gilden-Pet. Ich meine, klar, gehört irgendwo auch dazu, sind XP, die man kriegt. Aber ja, so ein Char selbst in meinem Level oben, also ist ja eigentlich wurscht, ab der Level, also beziehungsweise ab
auf dem XP-Cap von Level 397 ist es ja eh mal gleich. Da, da tun solche Daily Quests halt nicht so viel zur Sache, was die XP betrifft. Aber ja, mal gucken. Also klingt interessant. Es gab jetzt nicht viele Details dazu. Aber für mich persönlich war das Roundabout wirklich sehr gelungen. Ähm, ja, es war fast eine Stunde, wo die Betreiber auch da waren. Dann kamen die ganzen Streamer. Ja, persönlich muss ich jetzt sagen, hätte ich jetzt eher Dorsa gesehen, als jetzt. Ja, wobei ich weiß nicht, von Paul hört man halt auf YouTube nichts zu Shakespeare Fidget. Ich habe jetzt keine Ahnung, was er jetzt bei Twitch da gemacht hat. Dorsa hätte er sicherlich gut reingepasst. Aber gut, er streamt halt auch auf YouTube. Ähm, Was ich aber cool fand eigentlich war, dass sie so ein Glücksrad hatten für die Giveaways. Das fand ich eigentlich ganz nice. Ich weiß nicht, seit wann die das haben. Ich gucke ja nicht jeden Stream tatsächlich. Also ich gucke eigentlich nur die großen Streams dann im Recap. Aber trotzdem, ja, also ich denke, also ja, die sind da jetzt echt wirklich etabliert auch, muss man sagen, top. Das Dera-Film war da dabei, ist ja auch nicht verkehrt. Der bringt ja auch vor allen Dingen eine gute Knowledge mit, wenn man sie einbinden kann. Also würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zum legendären Dungeon. Ich werde ihn jetzt hier noch nicht spielen, jetzt in dem Part. Aber wie sieht das bei euch aus? Was habt ihr für Pläne, Ziele? Habt ihr ihn schon gespielt? Wenn ja, wie ist euer Gefühl? Falls ihr sogar Pilz investiert, ist der Pilz intensiver oder ist der Pilz sparsamer als vorher? Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Ich glaube, das Artwork, das wird sehr nice sein. Auch die Sounds. Das waren übrigens auch so die letzten Steps der Entwicklung anscheinend, wurde erzählt von Thorsten. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich werde dann wahrscheinlich mal blind reingehen in den Dungeon. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das aber auf Englisch mache, auf W52. Und ja, könnt mir auch gerne nochmal reinschreiben, ob ihr jetzt dann so einen kompletten Run dann mal sehen wollt oder eher nur ja auch so Art Recaps haben wollt. Das Problem am kompletten Run ist halt natürlich, dass ich da auch eine lange Aufnahmezeit habe und auch eine lange Renderzeit wahrscheinlich, weil das kann ich dann, also das muss ich wahrscheinlich irgendwie schneiden, 1, 2 Mal. Aber ja, im Endeffekt werde ich sehen, wird wahrscheinlich nicht viel in den Kommentaren dazu stehen, dann mache ich es einfach so, wie ich will. Aber falls ihr doch Muße habt, dann ja, schreibt mir gerne auch Kommentare dazu. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, dann würde ich erstmal sagen, genießt das Wochenende. Das Video geht jetzt zwar über 8 Minuten, ich mache aber keine Werbung in die Mitte. Die ich gerade sehe. Habt viel Spaß bei dem Dungeon, auch sowieso ja auch bei den Events. Ne? Das ist ja jetzt hier wieder ein bisschen eventomatisch, das Ganze. Lustigerweise natürlich auch Pilz 20% Aktion. Schon jetzt. Ja, das ist schon wieder für mich tricky. Deshalb muss ich auf jeden Fall an dem Wochenende schon mal gucken, wie der legendäre Dungeon so, ja, wie pilzintensiv er ist. Ich versuche vielleicht sogar am Samstag einfach zu grinden, dass ich wirklich 4, 5, 6 Tries mal hintereinander mache. Das habe ich sonst nie gemacht. Da muss ich mich mal einfach dazu zwingen, weil ich halt nicht jeden Tag Tries machen kann. Ne? Das ist so ein bisschen mein Ding. Und es ist klar, dass ich auf dem Server wenigstens eine legendäre Waffe haben will. Ich habe noch nie eine bekommen. Das wäre so, ja, mein Ziel jetzt, ja, für den legendären Dungeon. Aber das habe ich nur schon 3000 Mal erwähnt, also wird es wahrscheinlich nicht klappen. Ne? Also, das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.